Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Heute wird es mal dann weitergehen mit dem zweiten Teil vom Energieschwert. Ob das noch ein dritter Teil wird, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich alles so in einen Zweiteiler reinkriege. Dann werden wir heute mal anfangen, noch ein bisschen was dran rumbauen. Und dann wahrscheinlich auch dann schon anfangen zu pinseln und das Ganze fertig machen. Wie gesagt, ich will mal gucken, dass ich das alles in einen Teil reinkriege. Ich hoffe, das Ganze interessiert euch. Bleibt dran. Wir sehen uns. So ein paar kleinere Sachen habe ich schon vorbereitet. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich hier alles mal so umliegen habe. Na, doch noch mal nicht mehr. Ups. Da schmeiße ich schon wieder alles runter. Hier habe ich schon ein bisschen was drauf geklebt. Ich habe mir jetzt hier so einen Kasten drumherum gebaut. Schon hier so ein paar Linien. Hier habe ich noch 6er Matte drüber geklebt. Hier ein bisschen Fliegengitter drüber, damit der Kabel ein bisschen besser drin, damit das nicht immer so rumwackelt. Dann habe ich mir aus 6er Matte mit ein bisschen Fliegengitter. Das wird hier quasi eine Klappe werden. Da muss ich mal gucken, ob das alles so klappt. Schneiden wir einfach mal ein bisschen was ab. Ich hoffe, das funktioniert so. Von der Länge. Das wird dann quasi hier das Scharnier werden. Dann machen wir einfach mal so mit Heißkleber dran. Ja, also ich muss sagen, mit den Kabeln hier, das hätte ich noch ein bisschen was anderes mir einfallen lassen können. Ich habe das jetzt nicht so toll zum Auswechseln alles gemacht. Das hier hätte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen dann anders lösen können. Für Cosplay ist es natürlich deutlich einfacher, meine ich. Da hätte man die ganze hier ein Kunststoffrohr, also ein PVC-Rohr genommen, dann hätte man den ganzen Kabel da rein und dann bräuchte man da nicht wirklich viel, vielleicht ein paar Löcher gebohrt, wo der dann rauskommt und gut ist. Aber das wäre ja mal wieder viel zu einfach. So, ja, das klappt mit dem Klappen. Jetzt muss man natürlich gucken. Jetzt habe ich natürlich wieder eins vergessen. Und zwar, wir haben ja hier noch den Schalter, ne? Ich hoffe mal, dass das so ungefähr jetzt hinkommt. Ich hätte dafür besser ein Locheisen genommen, aber naja, mal gucken. Ich habe jetzt hier den Lötkolben schon mal heiß gemacht. Oh ja, super. Ich habe natürlich da vergessen, dass da auch noch das Fliegengitter ist. Das war plantechnisch mal wieder totaler Fehlschuss. Sehr gesund ist das nicht, was ich hier gerade mache. So, mal gucken, ob wir das hier noch. Ja, also das Loch hätte ich besser früher machen sollen. Das war jetzt mal wieder so mehr oder weniger nicht so intelligent, was ich hier gemacht habe. Aber wie gesagt, das war ja jetzt mal so nur so als Prototyp. Aber ich habe jetzt so drüber nachgedacht, dass ich ja hier den Knopf noch dann. Und dann habe ich das einfach überklebt. Also, ja, jetzt klappt's. Dran kommen. So, jetzt fangen wir mal mit dem nächsten Problem an. Und zwar, ich war jetzt wieder am Überlegen, wie man das am besten dann zukriegt. Jetzt hatte ich mir vor einer Weile, mal so Neodynmagneten, so kleine, gekauft. Hat da doch schon mal irgendwo was ausprobiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich war da nicht so ganz überzeugt von. Und zwar hatte ich nämlich dann hier so eine 6er oder 3er Matte dazwischen und ich glaube, bei der Größe sind die dann anscheinend nicht stark genug. Jetzt habe ich mir was anderes überlegt. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Das ist auch mal wieder so ein bisschen Prototyp. Ne? Kennt mich ja. Dass das alles so funktioniert, keine Ahnung, aber wir probieren das jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Jetzt hatte ich mir nämlich überlegt, ich werde jetzt hier erstmal, habe hier schon so die Umrisse davon hier eingekokelt. Ich hatte eher so überlegt, hier noch so ein bisschen was mehr drauf zu machen, aber ich werde jetzt mal ganz einfach und simpel halten. Einfach hier so ein paar Linien mit dem Lötkolben einbrennen. Wie gesagt, ich hatte mir da ein bisschen noch was überlegt, aber ich will das jetzt für den Test nicht zu aufwendig machen. Das ist ja nur erstmal so ein Versuch. Man kann sich ja immer noch irgendwann mal steigern mit dem ganzen Gedöns. Ich zeige euch im Knauf, was ich da so ein bisschen in Planung hatte. Vielleicht mache ich hier auch noch irgendwas. Ich bin da noch nicht so ganz sicher. Mal gucken.
Vielleicht fällt mir da auch noch was ein. So, jetzt haben wir das hier. Dann holen wir hier mal das Teil raus. Das könnte vielleicht sehr von den Durchmesser von den Neodynmagneten vielleicht sehr passen. Statt hier so reinmachen. Ja, gut, hätte ich vielleicht direkt machen sollen, aber probieren wir mal hier auf der Seite. Ich glaube, von dem Durchmesser könnte das schon fast hinhauen. Probieren das hier auch mal aus. Schon aufpassen, dass ich nicht zu tief mache, sonst habe ich nämlich nachher ein Loch drin. Und ich hoffe, dass das so ungefähr von den Maßen dann auch hinkommt. Ich weiß auch nicht, ob man den Neodyn da überhaupt einkleben kann. Auch noch so eine Sache. Ich nicht so ganz sicher bin, ob das funktioniert. Ich glaube, den Lötkolben, den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss jetzt immer gucken, dass ich dann noch die richtige Seite nehme. Dass das Ding dann nachher auch da richtig drinnen ist. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ja, einfach mal reinschmeißen. Ja, super. Das war jetzt natürlich nicht so das Optimale. Vielleicht brauchen wir auch ja kein Dings. Kann auch sein, dass wir ja kein Fliegengitter brauchen. Ich bin echt mal gespannt, Leute, ob das alles so funktioniert, was ich mir da hier so austüftle. Wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen trocknen, beziehungsweise abkühlen. Und dann machen wir in der Zwischenzeit, habe ich mir nämlich überlegt, ne, wir machen den Knauf. Wir machen jetzt erstmal schnell den Knauf, das ist auch keine Riesenaktion. Da habe ich auch ein paar Sachen vorbereitet, also das ist jetzt hier nichts Weltbewegendes. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Einfach so ein bisschen was aufhübschen. Da habe ich einfach so ein bisschen was eine Schablone genommen, habe dann hier ein paar Linien gemacht und ein bisschen was ausgeschnitten. Mal schauen, wie das dann nachher aussieht. Keine Ahnung. Probieren wir einfach mal aus. So. So, haben wir schon mal. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt hier funktioniert. Wir nehmen uns jetzt einfach mal so ein Neodynmagnet. Oh, das könnte theoretisch ja funktionieren, nur mit dem Heißkleber. Mal schauen. Testen wir das einfach mal. Kann natürlich auch passieren, dass wir das Ding dann ja nicht mehr aufkriegen. Oh, hier, die passen super in die von dem Lötkolben rein. Also super, bin begeistert. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die Löcher an der richtigen Stelle gemacht habe. So, das ist auch der richtige. Ich muss nur gucken, dass ich die Dinger dann auch richtig rum da reinmache. So. Tun wir auch noch ein bisschen verkleben. Wie gesagt, ich hatte ja erst überlegt, da das Fliegengitter drüber zu machen, aber ich glaube, mit dem Heißkleber, das könnte schon fast reichen. Das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen abkühlen. Dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Und zwar, ich denke mal, dass ich hier noch so ein bisschen was hinten noch so dran mache, damit das nachher für Pinsel ein bisschen einfacher ist. Das sieht auf jeden Fall schon mal, es wird. Ja, Batteriefach wird auch, hängt einfach noch raus. Oh, ja, klappt. Guckt mal, Leute. Ist zwar noch nicht so das ganz Optimale, ne? Aber, und man kann es wieder super aufmachen. Gut, das ist jetzt nicht, dass das ja permanent aufmachen müsst, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut. Bin begeistert. Klappt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt ist das Batteriefach hier auch nicht mehr so am Raushängen. Ein bisschen Feintuning muss ich wahrscheinlich noch damit betreiben, aber so im Großen und Ganzen ist das schon ganz okay, würde ich sagen. Kann man glaube ich schon mitarbeiten mit dem Ganzen.
Ist mir jetzt erstmal nicht eingefallen. Keine Ahnung, ob das dann nachher optisch passt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Mit dem Kleben muss ich gucken, dass ich hier nicht alles festklebe. Wie gesagt, mit der Elektrik dann. Ich wollte natürlich auch nicht zu viel machen, damit man hier noch nachher dann, gut, das muss man dann nachher aufschneiden, ist dann vielleicht auch nicht so die beste Lösung, aber mir ist halt in dem Moment nicht so was Besseres eingefallen. Wie gesagt, da gibt es garantiert noch bessere Lösungen für. Ja, und zwar hatte ich mir überlegt, ich mache jetzt auf einer Seite so ein bisschen mit diesen Kristallen, anstatt die Runen, was ich eigentlich erst vorhatte, aber wie gesagt, mit der Schrift, das ist immer, das kann man beim nächsten Mal dann mal ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass ich so Dinge wahrscheinlich noch mal öfters machen werde, so in der Art. Davor, das ist dann super, da kann man dann hier so die 10 mm Reste für nehmen. Hier ein bisschen zusammenschnibbeln, dass die so ein bisschen aussehen wie so ein grober Edelstein. Aber wirklich nur so grob. Wie gesagt, die Kristalllampen, die waren dann meine Inspiration bei den Teilen. Mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei der Länge von dem Draht hier reicht. Ja, mal gucken, wie das jetzt im Dunkeln aussieht. Vorausgesetzt, ich kann laufen. Mein Fuß, der ist echt total eingeschlafen. Leute, ich glaube, ich werde alt. So, machen wir mal an das Ding hier. Gucken wir uns das Elend mal an. So, naja gut, hier das mit dem roten Leuchten, das sieht man nachher nicht mehr so. Aber hier mit dem Steinen. Das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Dings. Ich habe noch ein paar Sachen, noch ein bisschen was nachgearbeitet. Hier noch ein bisschen geschliffen. Hier überall noch so ein bisschen was drüber gegangen. Hier auch. Dann werden wir das Ganze jetzt noch mit dem Heißluftföhn glätten. Wie gesagt, das funktioniert ja soweit. Jetzt habe ich mir überlegt, erstmal wieder eine Pappe als Unterlage. Irgendwie hat sich die Pappe eingebürgert. Und zwar habe ich mir überlegt, ich will mal was Neues wieder ausprobieren. Wie gesagt, das ganze Ding, hey, das wird ja mehr oder weniger hier so ein Versuchsprojekt. Hier hätte ich besser noch ein bisschen nachgeklebt. Mal gucken. Und zwar werde ich das Ganze jetzt hier mit erstmal die Klinge, Parieren, Knaufen, sowas nicht. Aber ich werde die Klinge hier mit sag ich mal, transparenten Flexipaint einpinseln. Mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Bin echt mal gespannt. Dann gucken wir uns das ganze Elend hier jetzt mal an. Ich bin jetzt hingegangen, habe quasi hier transparentes Flexipaint drüber gepinselt. Und beim Rest halt schwarz. Das Ganze, das kommt jetzt hier, das wird dann in Metall. Und hier das Teil, mal gucken, ich glaube die Flasche die ist auch so gut wie leer. Ich hoffe mal, dass das noch reicht. Vor allen Dingen das Blau. Das ist immer toll, wenn man dann was bestellt. Soll dann eigentlich pünktlich kommen. Also eigentlich noch viel zu früh. Und dann geht das dann doch nicht, weil das in der Post verloren gegangen ist. Da bin ich dann doch ein bisschen stinkig drüber. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze hier auch noch funktioniert. Vor allen Dingen, dass das noch reicht, wenigstens für das Eile hier. So, mal schauen, ob das funktioniert. Naja, auf jeden Fall sieht es schon ein bisschen blau aus. Aber wie gesagt, Leute, das ist immer, wenn man dann was vorhat, will was machen. Jetzt zeige ich natürlich die ganze Farbe an der Finger. Ja.
Also wenn ihr irgendwas vorhabt, guckt immer, dass ihr genug auf Vorrat habt. Also teilweise, also die Zuverlässigkeit bei manchen Sachen ist halt nicht so toll. Aber will man machen. So. Jetzt hoffe ich nur, dass das Blau noch reicht. Jetzt hier mal erstmal hin. Jetzt werde ich mal hier das Ganze komplett erstmal so mit einem Blau drüber gehen. Die erste Schicht Blau ist drauf. Ja, ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen mehr Blau reinmachen sollen. Hier auf der Rückseite musste ich leider ein bisschen improvisieren. Leider durch die etwas kühleren Temperaturen hat das jetzt doch ein bisschen viel länger gebraucht mit dem Trocknen der Farbe, wie ich eigentlich gehofft hatte. Und zwar hat das nicht so ganz gut funktioniert, die Farbe dann so aus der Abgussform rauszukriegen. Aber wir schauen mal. Ich habe hier schon wieder so ein bisschen noch was vorgearbeitet. Habe jetzt hier über das Schwarz habe ich jetzt schon mal ein bisschen Gold drüber. Hier hatte ich dann mehrere Schichten mit dem Blau drauf. Wie ihr seht, das ist so halbwegs blau. Hier habe ich schon mal ein bisschen Schwarz drüber, damit das an den Stellen nicht durchscheint. Da kommt jetzt noch Silber drauf, dass die kleine Klinge ein bisschen Metall hat. Auf der Rückseite habe ich Mikro runtergeworfen auf ein neues. Wie gesagt, ich habe dann jetzt hier die Abgüsse ein bisschen. Ich wollte eigentlich so bis hier oben, aber das hier hat irgendwie mit den Abgüssen, muss ich ein bisschen improvisieren, ist auch ein bisschen gestückelt. Aber prinzipiell mit diesem durchsichtigen Flexiband transparent, das funktioniert. Ich habe dann oben hier noch eine dünne Strich Schwarz drüber getupft mit dem Schwamm und dann mit ein bisschen Gold. Leider haben wir jetzt nur bis hier die Beleuchtung, statt dann ein bisschen bis weiter oben. Und ich hätte das gerne auf der ganzen Länge so breit, aber wie gesagt, vielleicht hätte ich auch nur hier das schmalere Stück nehmen sollen. Das müssen wir uns dann nachher mal angucken, wenn die Farbe dann überall drauf ist. Aber so vom Prinzip her, es war ja jetzt erstmal nur so ein bisschen zum Rumexperimentieren, ob das alles funktioniert. Bin mal gespannt, wie das dann nachher aussieht, wenn das Ganze dann fertig ist. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder einen dünnen Schwamm. Jetzt macht man nämlich hier noch das Silber drauf. So, die Seite haben wir schon mal. Dann machen wir jetzt noch hier die. Das wird ein bisschen fricklier durch die ganzen Ecken und Kanten hier. So, würde ich sagen, hier machen wir ein bisschen jetzt schon mal mit Schwarz drüber. Ich bin mir nicht so ganz schlüssig, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber dadurch wird sich das dann so ein bisschen, ich sag jetzt mal, farblich nicht mehr ganz so abheben. Dass hier noch so ein bisschen Schwarz mit reinkommt, dass das so ein bisschen abgenutzter aussieht. Momentan glänzt das Blau ja noch ziemlich. Ja, also hier und hier den Unterschied, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Aber ich denke mal, das alles so ein bisschen was anzupassen, dass das nicht ganz so leuchtend gerade aussieht, also vor allen Dingen im Hellen. Im Dunkeln soll es ja leuchten, nur halt im Hellen möchte ich nicht ganz so hell haben. Seht ihr, dann ich tue mal hier auf die Seite. Seht ihr, dann sieht das hier nämlich nicht mehr ganz so aus wie jetzt hier. Ich hoffe natürlich, dass das danach immer noch gut durchleuchtet. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache, das weiß ich noch nicht so ganz. Wahrscheinlich schon. So, aber irgendwie gefällt mir das mit dem Dings ja noch nicht so richtig. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Blau rauskriege. Ist natürlich so total schön geworden, aber
lassen jetzt erstmal trocknen. So, die Farbe habe ich jetzt ein bisschen trocknen lassen. Da werden wir jetzt mal hingehen. Und werden das ganze Teil jetzt topcoaten. Der Topcoat ist jetzt trocken. Ist nicht ganz so schön geworden hier von dem Schwarz. Ich hätte das hier mit dem Silber noch ein bisschen, glaube ich, länger trocknen lassen sollen. Aber ich war mal wieder ein bisschen zu ungeduldig. Deshalb habe ich an ein paar Stellen ist wieder ein bisschen die Farbe wieder mit runter. Da sieht man schwarz. Das ist natürlich nicht so schön geworden, aber naja gut. Das ist jetzt meine Schuld. Ich hätte natürlich auch erstmal mit Dings nur hier, also mit Flexipen und Silber drin drüber gehen sollen. Aber das ist halt jetzt so. Ja, dann machen wir jetzt noch den Griff. Wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen Rot hier übrig, rotes Leder und ein paar anderen Sachen. Und ich denke mal, dass das sich bei dem Schwert hier als Griff von der Farbe her gut macht. Das passt ja irgendwie zu Warhammer mit dem Griff. Rot haben wir immer schon mal in ihren Sachen mit drin. Rot und Gold. Ich denke mal, das passt ganz gut. Naja, hat ja doch noch irgendwie geklappt. Ich sage, das Video war diesmal ein bisschen mit viel Improvisation, aber so im Großen und Ganzen hat es ja irgendwie geklappt. So, jetzt brauchen wir noch. Einzige, was mir ein bisschen stört, ist hier die Stelle. Das ist hier so ein bisschen. Naja, gut, haben wir das soweit. Ich würde sagen, dann werden wir das Ganze jetzt mal testen und mal gucken, wie das Ganze jetzt im Dunkeln aussieht. Jo. So sieht das jetzt aus. Ja. Ich hoffe, das kann man sehen. Machen wir mal ein bisschen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Machen wir mal das Licht an. Also ich muss sagen, war mal wieder ein paar neue Sachen, die ich ausprobiert habe. Mit den Neodynmagneten, das hat ganz gut funktioniert. Mit den Drähten ist auch ganz gut. Wie gesagt, ich hätte jetzt noch ein bisschen hier so im Griff ein bisschen anders bauen sollen. Jetzt kommt man nämlich nicht mehr gut dran. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes. Gut, an der Batteriefach kommt man ja noch gut dran, um die Batterien zu wechseln, wenn sie leer sind. Der Rest hoffe ich mal, dass der nicht so schnell kaputt geht. Wäre ein bisschen schade drum. Nur wie gesagt, das mit den Schläuchen, Kabeln verlegen, hätte ich ein bisschen anders machen können, als hier im Griff. Da vielleicht noch ein bisschen weiter bis in den Griff rein. Aber wie gesagt, das war ja nur ein erster Prototyp. Bin eigentlich recht zufrieden. Mit den Steinen, das hat relativ gut geklappt. Ist jetzt nicht so schön geworden, wie ich gehofft hatte, weil das mir noch ein bisschen zu hell dazwischen ist, aber es geht. Mit den Abgüssen hier, das hat auch gut funktioniert. Mit dem Transparenten. Wie gesagt, ihr müsst immer gucken, dass ihr das dann lange noch in der Form drin lasst. Sonst habt ihr die ganze Form kaputt. Naja, was heißt kaputt, aber der Abguss geht nicht richtig gut raus. Und dann müsst ihr dann noch mal ein paar Schichten reinmachen. Und das Ganze dann noch mal trocknen lassen, damit er den Rest dann da eventuell noch rauskriegt. Ist nicht ganz so toll geworden, wie ich gehofft hatte, aber ich bin eigentlich für den ersten Test für so Sachen ganz zufrieden. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch auch wieder ein bisschen was weitergebracht. Vielleicht habt ihr ja eigene Inspirationen, was ihr damit machen könnt. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende bzw. einen Restsonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.